Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie man die Pfaff Synchrotronic Nähmaschine 1229, wie man die bedient. Die Nähmaschine sieht so aus, es ist ein bisschen mehr Programme und also sehen Sie oben, da sind alle Programme und das ist die ganze Einstellungen bei dieser Nähmaschine, wie man die benutzt, was man alles drucken muss und soll, dass das alles gut läuft. Wir fangen an mit ganz normale gerade Stich oder erstmal machen wir Erklärung. Bei dieser Nähmaschine haben wir hier Programme, dann hier haben wir A, AC, AD, ADJ und das sind die Programme hier. Manchmal muss man bis zu 3 Programme auf einmal drucken, wie Beispiel ADJ, BDJ, also dann muss man alle 3 auf einmal drucken. So viel dazu. Dann haben wir hier Einstellung, wo die Nadel steht. Hier hat man Nadel links, dann Nadel in der Mitte oder Nadel rechts. Das muss man auch darauf achten. Dann zwischen 0 und 2 oder 4 und so weiter. Das ist dann diese Einstellung hier, wo die Nummern sind. Wenn man nur gerade oder zickzack nähen will, dann benutzt man nur die ganze hier, also Nadel in der Mitte. Und Beispiel, wenn man jetzt loslegt und wir haben keine Programme eingeschaltet, dann ist schon gerade Programm, also es wird gerade genäht. Hier haben wir auch Regelung zum schneller oder langsamer zu nähen. Wie man sieht, es gibt 3 Stufen, langsam, bisschen schneller oder schnell. Und dann ist das gerade Stich jetzt bei Nummer 2. Wenn man jetzt mehr will, dann Nummer 4, dann wird die auch schneller. Wenn man dreht, Nadel unten, Nähfuß hoch und man guckt auch, ob das von unten und von oben schön aussieht. Bei Zickzack ist auch nicht anders, nur hier dreht man auf 5, klein Zickzack. Wenn auf 6, dann ist ein bisschen schneller. Hier, wieso dreht man jetzt nicht? So, 8. Das macht etwas nicht richtig, aber so. Das war Zickzack. Und dann gibt es verschiedene Breite von Zickzack. So, ein Beispiel hier, verschiedene Breite, verschiedene Dichte, desto weniger, desto dichter und so weiter. Aber das ist, sehen Sie, immer dichter und dichter und enger und eng, also kleiner und kleiner. So, das war das. Jetzt hier haben wir, wenn man hier drückt, das ist für Knopfloch. Das benutzt man bei Knopfloch. Hier haben wir auch ein Rad und da gibt es auch verschiedene Zahlen, die man hier auch benutzen kann, also muss. Wir haben hier auf 0, dann die Programme sind alle auf 0. Dann haben wir 11, 10, 13 und so weiter. Und die Zahlen muss man hier dann drehen. Zu einem Programm gehört das alles zu einer Einstellung. Und das muss man beachten.
Manchmal sehen Sie, es gibt hier auch eine Einstellung, dass man diese nach oben machen muss. Beispiel. Hier haben wir C plus E, Nadel ist links und dann machen wir jetzt so C plus E, so, C plus E, dann Nadel ist links, also hier, dann ist 6 und höher, also 6 und auf zweite, 1, 2, so, das drehen wir, dann hier ist auf 0 und hier ist auf hochgestellt. Und jetzt sollte das, wo war das? Hier, C und E, ja. Also, das ist jetzt dieses Programm. Und jetzt machen wir. Es ist ein bisschen komisch, dass das rückwärts geht, aber das sieht so aus. So. Dann machen wir weiter, Beispiel A plus C, hier zum also Storno oder wegmachen, A plus C, A plus C, die zwei, so, Nadel ist wieder links, Nummer 4, hier drehen wir bis zu 4, dann hier ist auf 0. Und hier ist keine Einstellung. Wenn keine Einstellung, wir machen das zurück. Und jetzt fangen wir. So. Und das sieht so aus. Jetzt machen wir noch ein Programmbeispiel. Machen wir E. Hier löschen, dann nur E drücken. Nadel ist wieder auf links, hier ist auf 0, hier ist nichts. Also da drehen wir auf diese Zeichen und das wieder nach oben. Und jetzt geht wieder zurück. Nee. Okay. Wenn man jetzt nur Nadel hoch machen möchte, man drückt hier aber links. Also Hebel vor Nadel drückt man links und dann die Nadel geht von alleine hoch. So, kann man wieder. Das sieht so aus. Und von hinten sehen Sie auch sehr schön. So, das ist die, wenn man das drückt, ich zeige, so, dann die Transporter ist nach unten. Also hier haben wir alle Zeichen, hier, dass die Spule leer ist, hier, wenn man aufspult und die Transporter sind nach unten gegangen. Also jetzt, wenn man die wieder hoch machen möchte, dann
So, und das wird wieder nach oben gehen. Also hier nach unten, die sind on und wieder. Aber die brauchen diese Klick zu machen. Muss man aufpassen. So, jetzt machen wir noch ein Programm. Also es sind viele Einstellungen bei dieser Nähmaschine. Wir haben hier noch ein Rad und bei diesem Rad ist, wenn man kann man ausschalten. So. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So, hier, dann gibt es halbe Muster oder ganze Muster. Ich mache so ein Stück Muster, dann gibt es halbe Muster oder ausschalten oder mehr als. Also das kann man auch drehen, dann wiederholte volle Muster und so weiter. Wir versuchen, was das bedeutet jetzt, wenn das alles bleibt und ob das nur halbe macht. Also nicht bei diesem. Dann versuchen wir bei einer anderen. Machen wir Beispiel G. Ich glaube, bei G brauchen wir das. Bitte, hier ist G. Also das ist wie nicht nähen, sondern für Schönheit oder ich weiß nicht, wie die Nahten heißen. Okay, machen wir G. Hier geht zurück. Wir machen so. Zu dicht, dann machen wir so. Also G, Nadel sollte mittig sein, das habe ich nicht gedreht. Und hier auf 12. So, und hier ich habe halbes gemacht. Dann mal sehen, was das ist. Und das sieht so aus. Also da merke ich keine jetzt Bedeutung. Aber so sieht es aus. Wir probieren noch ein Programm und dann ist Schluss. Machen wir Beispiel F. F, Nadel links, also Nadel hoch. Hier Nadel links. Links und 11. Und hier ist auf 1. So sieht das aus. Man kann das auch ein bisschen enger machen, aber so sieht das aus. Also es ist schon ein bisschen, wenn man das alles sieht, ein bisschen durcheinander. Man braucht auch Zeit, alles auszuprobieren. Und bei mir, die Nadeln leuchten manchmal, manchmal auch nicht. Aber es funktioniert sowieso alles. Man kann vieles selber so, Beispiel ganz normale Programme ohne viel Einstellung. So diese dreifache
Oder dann zweite ohne auch funktioniert alles. Dann Beispiel dritte, nur Nadel hoch, dritte. Und das ist zum Knopf, glaube ich. Machen wir das. So, rückwärts sehen Sie manchmal, sie spinnt. Beispiel dann so und so weiter. Also kann man alles ausprobieren, lernen. So lernt man seine eigene Nähmaschine. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.